Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zum The Latest Talk mit Business Punk hier im The Latest Store auf dem Kudamm in Berlin. Und mein Gast heute Abend zum Talk ist Felix Wreden. Felix Wreden ist der Mitgründer von Stereon und ist extra heute aus Köln angereist. Herzlich willkommen, Felix. Ja, hi Alexander. Ich habe aus Köln den Stereon mitgebracht, einen der außergewöhnlichsten E-Scooter, die es wohl so gibt. Den du entwickelt hast. Genau, den Stereon habe ich maßgeblich mitentwickelt. Es ging, glaube ich, aus einer Uni-Arbeit hervor, stimmt das? Oder ja, genau, es ging aus, also der Roller an sich, die Idee ging aus meiner Bachelorarbeit hervor an der TH Köln. Und es hat damals Ende 2015 angefangen. Ja, was waren denn damals so Designüberlegungen, die maßgeblich für den ersten Prototyp verantwortlich waren? Also maßgeblich war eigentlich die Besonderheit an dem Fahrzeug, eine Besonderheit umzusetzen, wie zum Beispiel diese Allradlenkung, das einfach mal auszuprobieren, zu schauen, wie fährt sich sowas überhaupt, wie agil kriege ich so einen Scooter, wie sportlich kriege ich so einen Scooter hin. Wie fährt sich sowas überhaupt? Sowas fährt sich extrem agil, extrem sportlich. Wir sagen gerne, der Stereon ist der Porsche unter den E-Scootern, also wirklich mit Agilität und Sportlichkeit, die er komplett puristisch vermittelt. Okay, wow. Porsche, aber wir bleiben unter 30 km/h, oder? Ist ja, das richtig? Es ist richtig. Der Stereon fährt 25 km/h. Das klingt erstmal wenig. Ja. Aber jeder, der den Stereon schon mal gefahren ist, weiß, es ist eine Herausforderung. Und die Herausforderung ist der Reiz an der Sache, diesen Scooter zu fahren. Und die Herausforderung bedeutet, sich mit der Lenkung vertraut zu machen oder mit der Beschleunigung? Die Herausforderung bedeutet, genau, sich mit der Lenkung vertraut zu machen. Also es ist auch kein Fahrzeug für jedermann. Man braucht wirklich so 5 bis 10 Minuten Eingewöhnungsphase. Aber wenn es dann Klick gemacht hat, dann will man den nicht mehr hergeben und macht super viel Spaß. Ist sehr, sehr addictive. Das heißt, 5 bis 10 Minuten Eingewöhnungsphase, wie sieht die aus? Also muss man die auf dem Lidl-Parkplatz abends machen oder wie denkt ihr euch das? Gibt es ein Tutorial dafür? Also wie lernt man das? Mit einem Tutorial. Wir haben extra Tutorial-Videos gedreht für unsere Kunden, die Herausforderung annehmen möchten. Und das sind dann so 5 bis 10 Minuten Eingewöhnungsphase. Und wenn man dann in den Straßenverkehr will, dann muss man wirklich aber auch noch mal so eine Stunde üben, bis man dann komplett sicher ist. Bevor wir weiterreden, lass doch kurz einen Drink nehmen hier in dieser wunderbaren Atmosphäre. Was hättest du denn gerne? Ich trinke gerne Wodka Lemon. Wodka Lemon, alles klar. Gebe ich dir gleich. Felix, herzlich willkommen. Wow, super, Dankeschön. Dann auf E-Mobility. Auf E-Mobility. Cheers. Cheers. Ist ja gerade so, dass so Mobilitätskonzepte, gerade Elektromobilitätskonzepte, gibt es sehr viele. Wie ist es, mit so einem Konzept in den Markt zu gehen? Ja, es ist schwierig, aber es ist machbar. Wir denken, dass wir mit unseren Fahrzeugen eine gewisse Attraktivität schaffen und die Leute auch versuchen, damit auf andere Mobilitätskonzepte aufmerksam zu machen. Also der typische Kunde wäre jetzt eigentlich gerade jemand, der sich überlegt, ob er sich einen zweiten Sportwagen kauft und dann doch der Vernunft quasi Raum gibt und sagt, nein, es wird ein E-Scooter? Ja, ich denke, so kann man den Kunden schon gut beschreiben, auf jeden Fall. Der möchte eine Herausforderung, er möchte etwas Neues, was kein anderer hat. Und das muss nicht unbedingt ein Sportwagen sein, das kann eben auch ein E-Scooter sein. Tesla hat es vorgemacht, dass es auch Luxus möglich ist, dass auch Hedonismus irgendwie eine Rolle spielen kann. Was ist da so eure Strategie, um da, sagen wir mal, ein Gleichgewicht zu schaffen? Also unsere Strategie, um da ein Gleichgewicht zu schaffen, ist, dass wir auf lange Sicht gesehen kleine, leichte Fahrzeuge anbieten wollen. Wir wollen wirklich mit wenig Masse kleine Fahrzeuge dagegen gehen und damit eben auch einen Unterschied machen. Ist das der Mann, der die Stadt von einem SUV befreit? Vielleicht. Mal schauen. Warten wir noch ein bisschen ab. Habt ihr die Idee, dass ihr auch ein Produkt entwickelt, wo ihr sagt, wir holen jüngere Leute in die Gruppe rein? Das ist dann meinetwegen sehr viel günstiger. Oder geht ihr eher nach oben, dass man sagt, wir wollen eigentlich das Luxussegment abschöpfen? In der Zukunft wollen wir eher in die Richtung pragmatischere Mobilitätskonzepte gehen, die aber trotzdem ein gewisses Qualitätsniveau haben und auch langlebig sind und damit eben eine etwas effizientere Mobilität und attraktive Mobilität schaffen für die Leute. Jetzt haben wir gerade ein Produkt von Stereon, das sehr viel Spaß steht. Du hast schon gesagt, ihr wollt eventuell erweitern, ihr wollt halt quasi die pragmatische Lösung sein im Straßenverkehr. Wo geht das hin? Wo ist das im Jahr 2030? Ja, wo steht Stereon da? Also das ist eine gute Frage, wo wir in 2030 stehen. Also aktuell schließen wir ja die Lücke zwischen E-Scooter und E-Bike. Aber darüber hinaus, wenn man mal so 10, 15 Jahre draufrechnet, wollen wir in Richtung die Lücke schließen zwischen E-Scooter und leichte Motorräder. Also
die Funktionalität von dem E-Scooter, klein, leicht, faltbar, kombiniert mit den Vorteilen eines Motorrads. Also zum Beispiel höhere Geschwindigkeiten, höhere Leistungen und trotzdem eben diese Kompaktheit. Das sehen wir auf lange Sicht in großen Städten als gute, attraktive Mobilitätsergänzung. Kurz noch eine persönliche Frage, so was ist das eine Mobilitätsding, das du unbedingt privat haben wolltest? Kann auch ein Hubschrauber sein. Was ist der Moonshot? Also ich habe kürzlich einen Motorradführerschein gemacht und möchte gerne in Zukunft ein kleines, sportliches Motorrad fahren, ja. Vielen Dank, dass du da warst, Felix. Ich wünsche dir immer gute Fahrt. Ich glaube, das macht echt Sinn bei dir. Dankeschön. Sehr gerne. Das war's vom The Latest Talk mit Business Punk hier im The Latest Store. Wer das Styrion Bike und noch viele andere Sachen ausprobieren will, ist hier genau richtig auf dem Kudamm in Berlin. Schaut auch nächstes Mal wieder rein, wenn wir inspirierende Menschen zu Gast haben, mit denen wir uns über ihre Produkte und Ideen unterhalten. Bis bald.